Sehr viele Mandanten fragen uns immer wieder nach Auslandskonten. Ja, das ist ein ganz brennendes Thema. Die Mandanten machen sich Sorgen um ihre Gelder, die bei deutschen Banken sind oder auch bei anderen Banken in der Eurozone und fragen sich, kann ich ein Konto einfach außerhalb der Eurozone eröffnen? Wie funktioniert das? Hat es steuerliche Risiken? Darf ich das überhaupt? Ist es legal? Was muss ich beachten? Was sind eigentlich die Vorteile eines solchen Auslandskontos? Was sind die Nachteile? Deswegen wollen wir uns heute damit befassen, was sind die 6 Vorteile eines Auslandskontos außerhalb der EU beziehungsweise außerhalb der Eurozone. Ich möchte ganz hier von vornherein schicken, was auf keinen Fall mit einem Auslandskonto möglich ist. Ja, also erstens, ja, du kannst nichts hier vor dem Finanzamt verstecken. Ja, es gibt den automatischen Informationsaustausch nach OECD, CAS. Da nehmen alle wichtigen Staaten daran teil, außer die USA. Das heißt also, deine Daten werden automatisch jährlich mit deinem Heimatfinanzamt ausgeglichen. Du kannst daran nichts machen. Zweiter Punkt, irgendwelche steuerlichen Vorteile kannst du nicht dadurch dir sichern, dass du ein Auslandskonto hast. Ja, also dass du jetzt irgendwie hier Steuern nicht bezahlen musst oder sowas. Das funktioniert alles nicht. Es ist völlig legal, ein Konto im Ausland zu haben. Das darfst du. Du musst natürlich aber schauen, dass du hier die korrekten Meldungen machst. Du weißt ja, es gibt hier nach dem Außenwirtschaftsrecht die Bedingungen, dass du bei Zahlungen ins Ausland oder aus dem Ausland ab 12.500 € eine Meldung machst. Die musst du selbstständig machen. Sämtliche Kapitalerträge musst du natürlich in der Steuererklärung melden. Ja, also nochmal ganz klar, weder hast du Anonymität durch ein solches Auslandskonto, noch kannst du dadurch irgendwelche steuerlichen Vorteile dir sichern. Das wollte ich einfach nur vorausschicken. So, also, wenn wir jetzt hier reden eben von Auslandskonto außerhalb der EU, dann meinen wir eben im Wesentlichen ein Konto außerhalb der Eurozone. Das ist relativ einfach ja heutzutage ein solches Auslandskonto zum Teil zu eröffnen. Also einfachstes Beispiel, zum Beispiel in der Schweiz. Jeder EU-Bürger kann bei der Postfinanz in der Schweiz ein Konto eröffnen. Musst da hinfahren in die Schweiz, kannst dich ausweisen, dann kriegst du ein Konto. So, dann bist du außerhalb der EU. Dann hast du ein Konto bei der Postfinanz in Schweizer Franken. Das ist der einfachste Weg, wie man ein Konto außerhalb der EU eröffnet. Dann gibt's andere Wege, die sind genauso relativ einfach. Es gibt ja heute viele Online-Banken. Auch da kannst du zum Teil zum Beispiel außerhalb der EU ein Konto eröffnen. Du kannst in verschiedene Länder außerhalb der EU reisen. Zum Beispiel Georgien wird immer wieder so hervorgehoben als ein Standort für solche Auslandskonten. Also es gibt tatsächlich natürlich Möglichkeiten, hier was zu machen. Wenn du im großen Stile jetzt Geld anlegen willst, dann ist es in der Regel noch einfacher. Ja, viele Banken, wie zum Beispiel in der Schweiz und in Liechtenstein, setzen ja voraus, dass du letztlich hier größere Mittel anlegst, die die Bank dann verwalten und anlegen kann. Also je mehr du dort bei der Bank lässt, desto einfacher ist es generell. Damit wollen wir uns aber jetzt grundsätzlich nicht beschäftigen, wo du ein Auslandskonto eröffnen kannst. Das machen wir mal in einem separaten Video. Jetzt sprechen wir darüber, welche Vorteile du durch ein solches Auslandskonto hast. So, der erste Vorteil ist ganz klar, du kannst das Währungsrisiko abfedern. Wir alle machen uns gewisse Sorgen natürlich um den Euro, das ist ja völlig klar. Es gab schon immer große Ungleichgewichte hier zwischen den einzelnen Ländern in der Eurozone. Wir wissen, dass viele Länder hier sehr hohe Schulden haben, zum Beispiel Italien. Wir wissen auch, dass es immer wieder zu Bailouts schon mal gekommen ist. Kennen wir ja von Zypern und so weiter. Es gab die Euro-Krise. Also das heißt hier zu sagen, okay, ich möchte wenigstens diversifizieren. Ich meine, wir alle haben ja mit dem Euro zu tun. Wir müssen mit dem Euro bezahlen, müssen mit dem Euro letztlich auch hier umgehen. Dann wirst du wahrscheinlich ganz aus dem Euro rauskommen. Aber zumindest diversifizieren ist vielleicht eine gute Idee. Zweiter Vorteil, du hast mit dem Auslandskonto zwar keine Anonymität, aber du hast natürlich Sichtschutz vor dem Finanzamt. Der ist ja ganz klar. Du weißt ja, das Finanzamt kann in deutsche Konten jederzeit reinschauen. Die Anfragen des Finanzamts, solche Konten hier abzufragen, sind in die Höhe geschossen in den letzten Jahren. Das ist mit einem Auslandskonto für das Finanzamt nicht möglich. Ja, das heißt, du hast zwar keine Anonymität, wie gesagt, durch den automatischen Informationsaustausch wird das Finanzamt erfahren, was du hier am Ende dann letztlich auf dem Konto hast im Ausland.
aber du hast einen Sichtschutz. Das Finanzamt kann nicht so ohne weiteres auf das Konto draufschauen. Dritter Punkt ist die Bankensicherheit und der Schutz vor dem SAG-Gesetz. Ich weiß nicht, ob du das SAG-Gesetz kennst. Damit haben letztlich alle EU-Staaten definiert, dass wenn es zur nächsten Bankenkrise kommt, dann wird es keine Bailouts mehr geben, sondern sogenannte Bail-ins. Das heißt letztlich, die Kunden der Banken, die Investoren müssen hier für die Bank aufkommen. Jeder, der also mehr als 100.000 auf dem Konto hat, der muss letztlich bezahlen. 100.000, bis dahin gibt es ja die Einlagensicherung. Ja? Das heißt also, wenn du dich grundsätzlich aus dem EU-Raum, zumindest teilweise, mit deinen Geldanlagen verabschiedest, bist du davon natürlich nicht betroffen, kannst dir sichere Banken suchen, die du selbst sozusagen bewerten kannst in Länder gehen, wo es vielleicht sogar noch eine höhere Einlagensicherung gibt als jetzt die 100.000 Euro oder einfach auch nur verteilen die Mittel und sicherstellen, dass du eben auf verschiedenen Konten gerade so viel hast, dass sie von der Einlagensicherung gedeckt werden. Vierter Vorteil eines Auslandskontos, du hast Schutz vor Kontopfändung bei Steuerangelegenheiten. Das Deutsche Finanzamt ist sehr schnell dabei, Konten zu pfänden, auch wenn es hier noch gar kein wirkliches Urteil oder sowas gibt gegen dich. Einfach mal prophylaktisch mal ein Konto pfänden, haben wir alle schon vielfach erlebt. Ja? Daher also gerade wenn du ins Ausland umziehst und es gibt auch einige ungeklärte Steuerangelegenheiten in Deutschland, die eben noch aufgearbeitet werden müssen, würde ich dir stark empfehlen, besorg dir ein Konto im Ausland. Da kannst du diese Kontopfändung durch das Finanzamt auf jeden Fall verhindern. Fünfter Vorteil eines Auslandskontos ist der Schutz vor Kapitalverkehrskontrollen. Wir haben das ja immer wieder mal jetzt auch gesehen, schon zu Zeiten letztlich hier von Corona oder auch davor, dass es immer wieder mal zu Kapitalverkehrskontrollen gab. Ja, also auf einmal konnte man nur noch 60 Euro oder so am Tag abheben von der Bank oder konnte bestimmte Überweisungen nicht mehr machen in manchen Ländern. Natürlich nicht in Deutschland, aber in anderen EU-Ländern. Ja, das heißt also, sollte es mal irgendwann zu einer gewissen Krise kommen, kann man damit rechnen, dass solche Kapitalverkehrskontrollen ja im großen Stil hier letztlich im Euroraum dann auch eingeführt werden. Davor kannst du dich schützen, wenn du ein Konto hast außerhalb der Eurozone. Der sechste Vorteil eines Auslandskontos ist, dass du natürlich nicht nur Privatkonten nutzen kannst, sondern auch Firmenkonten. Und das ist besonders hilfreich, wenn du im Ausland lebst. Also du kannst zum Beispiel eine amerikanische LLC gründen, kannst dann für die amerikanische LLC relativ einfach ein Konto in den USA eröffnen bei einer der führenden Online-Banken und kannst dann ja im Grunde direkt mit dieser Karte von dem Konto überall bezahlen. Das heißt, du brauchst gar kein persönliches Konto, sondern kannst eigentlich so ein Geschäftskonto verwenden. Nochmal zur Klarstellung, die LLC bezahlt ja letztlich keine Steuern. Steuertechnisch ist die behandelt wie eine Einzelfirma. Wenn nichts in den USA passiert, dann ist dort letztlich auch keine Steuer zu bezahlen. Das heißt, du kannst jetzt das Konto verwenden wie ein persönliches Konto, ohne jetzt steuerliche Negativwirkungen hier befürchten zu müssen. Ja, so, das hat dann eben den weiteren Vorteil, dass letztlich ja der Kontoinhaber eine andere Person ist und nicht du selbst. Das heißt, da gibt es also nochmal so eine zusätzliche Firewall letztlich, ja, die deine eigene Person nochmal schützt. Deswegen kann es sehr interessant sein, statt eines Privatkontos ein Firmenkonto zu nutzen. So, das waren die 6 Vorteile eines Auslandskontos. Wenn du Fragen hast zum Thema Auslandskonto, du dein Vermögen diversifizieren möchtest, du ins Ausland umziehen möchtest, Vermögen im Ausland aufbauen möchtest, dann wende dich gerne an uns. Wir helfen seit vielen Jahren Mandanten dabei, im Ausland eine neue Existenz aufzubauen, steuereffizient zu leben. Buch ein Beratungsgespräch. Den Link packen wir hier in die Beschreibung rein und dann freue ich mich, dich in der Beratung kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.